जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतं। जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। नित्यमुक्तं निर्विकल्पं ध्यानलोकप्रदीपकं वन्दे शान्ति। Paramahamsa Nityananda, a compelling spiritual force of our millennium, founder of an international socio-spiritual movement, pioneer of a modern Vedic Renaissance, born in the sacred town of Tiruvannamalai in southern India, a yogi by birth, fearless spiritual explorer, beacon of divine power, Paramahamsa Nityananda is today an inspiration for millions on the path. Adept in ancient mystical yogic sciences, researcher of the science of spirituality, Guru for enlightenment. Every year, Paramahamsa Nityananda shares with over 10 million people worldwide the treasures of his wisdom, the joy of his laughter, and the incomparable power of his initiation. Now, Paramahamsa Nityananda reveals the secrets of living enlightenment. Join us for an unforgettable spiritual experience. Satchidananda-rupinam vande sanatanam punyam nityanandaya swagatam. Sarvadharma-pranetaram Satchidananda-rupinam vande sanatanam punyam nityanandaya swagatam. Veda-vedanta-samvedhyam deva-devi-swagatam. So wie Feuer von Rauch bedeckt ist, ein Spiegel voll Staub und ein Embryo vom Mutterleib umhüllt wird, so ist auch das Lebewesen mit der Tendenz versehen, sich nach außen zu bewegen. Der Herr benutzt das Wort Genau, übersetzt heißt das, die Tendenz, sich nach außen zu bewegen. Das Verhalten und Gedankenmuster des sich nach außen zu wenden. Auch wenn der Grund dafür Angst ist, dass du dich im Außen orientierst, ist dies mit Lust gleichzusetzen. Ob Begierde oder Angst, aus welchem Grund auch immer, es ist das Muster, sich im Außen zu orientieren. Das Muster, sich ständig mit der Außenwelt zu verbinden. Der Herr macht wundervolle Beispiele in diesem Sutra. Sri Krishna ist die höchste mögliche Intelligenz in einem menschlichen Körper. Er sagt ganz klar, so wie Feuer von Rauch bedeckt ist, das heißt, in dem Moment, wo du den Rauch entfernst, wirst du das Feuer sehen. So wie ein Spiegel voll Staub ist. In dem Moment, wo du den Staub entfernst, kannst du den Spiegel darin erkennen. Gleichermaßen beschreibt der Herr sehr schön die Quelle, das Göttliche
ist bedeckt mit dem Muster des Extravertiertseins. Ich sage dir, mit diesen wenigen heiligen Geheimnissen wirst du es verstehen. Ich interpretiere den ganzen Vers aus dem Blickwinkel der Gesundheit. Das Leben, dein Göttliches, dein Sein, hat die Kapazität, dich zu heilen, alles Notwendige für deine Gesundheit zu produzieren, zu jeder Zeit, überall. Sogar im Totenbett, wenn du im Koma liegst, jeden Moment sterben kannst, im letzten Moment kann das Göttliche in deinem Körper alle notwendigen Substanzen produzieren, dich heilen und in einer Sekunde dich von der Krankheit befreien. Wenn im nächsten Moment das Leben deinen Körper verlässt, bis zu dem Zeitpunkt hat es die Möglichkeit, alle notwendigen Substanzen in deinem Körper zu produzieren, sich selbst zu heilen und dich aus jeder Krankheit, Störung oder Schwierigkeit zu befreien. Wenn ich nicht erkläre, was Leben, das Göttliche, ist, hast du keine Lust, es zu entdecken, es zu erreichen. Das Leben in dir kann alle für den Körper notwendigen Substanzen zu jeder Zeit freisetzen, um dich von jeder Krankheit zu befreien. Zum Beispiel, wenn du einen Tumor hast, ein anderes Problem, einen Mangel, Bluthochdruck, Zucker, egal welches Problem, dein Göttliches hat die Kapazität, dich zu heilen, in diesem Moment. Das ist eine grundsätzliche Wahrheit. Das Muster, sich im Außen zu orientieren, extravertiert, ist der Hauptgrund, weshalb die Heilung nicht sofort stattfindet. Malenacha, Bhagavan is poet also. Gott ist zudem ein Poet. Shri Krishna ist ein Poet. Deshalb erklärt er auf sehr poetische Weise, das Leben ist von den Mustern des sich im Außen-orientierens bedeckt. Ich glaube, ich sollte das Leben etwas detaillierter beschreiben, nur dann wirst du es verstehen. Das Muster des sich nach außen wenden, die Extravertiertheit, wie es dich zerstört, wie es dein Leben zerstört und dich buchstäblich umbringt. Die Qualität des Göttlichen ist, dass es deinen Körper in diesem Moment heilen kann. Zweitens, es hat die Möglichkeit, all deine Wünsche zur Realität werden zu lassen. Es kann sie einfach zur Realität werden lassen. Das Göttliche kann dich retten, dich von allen äußeren Einflüssen beschützen. Das sind alle grundlegenden Wahrheiten. Aber dieses Göttliche hast du nicht erfahren. Dieses Göttliche ist nicht Teil deines Lebens. Es kann nicht durch dich leben aufgrund der äußeren Aktivitäten, den Mustern, sich ständig mit äußeren Dingen zu beschäftigen. Es ist nicht nur die Lust, die dich in der Außenwelt unterhält. Oftmals ist es auch Angst. Deine Angst vor Geistern, sich im Äußeren zu sorgen, deinen Besitz zu verlieren. Ständig willst du alles absichern, einschließen, zusperren. Verstehst du? Die Angst lässt dich ständig mit dem Außen befassen. Ob es Gier oder Angst, das Extravertierte,
Das sich mit dem Außen zu befassen, ist ein Verbrechen. Sich ständig mit der Außenwelt zu befassen, das Verhalten und Gedankenmuster sich nach außen zu wenden, zerstört dein ganzes Leben. In jedem Bereich zerstört es dich. Krishna ist ein Poet. Deshalb erklärt er auf sehr poetische Weise, dein Leben ist von den Mustern deines Verstands außen-orientieren bedeckt. Sozialer Status, Beziehungen, in all diesen Bereichen wird eine Lebenserweiterung, eine Ausdehnung, ein Wachstum von dem Verhalten, sich ständig mit äußeren Dingen zu befassen, zerstört. Eine Lebenserweiterung, eine Ausdehnung, ein Wachstum von dem Verhalten, sich ständig mit äußeren Dingen zu befassen, zerstört. Das Muster, sich ständig mit äußeren Dingen zu verbinden. Verbringe mindestens eine Stunde am Tag, ohne dich mit den Dingen der Außenwelt zu befassen. Sitze einfach mit dir, verbinde dich mit dem Göttlichen. Dich mit der Quelle zu verbinden, kann all deine körperlichen Beschwerden kurieren, kann all deine Wünsche zur Realität werden lassen und kann dich Verantwortung für alles übernehmen lassen. Zum Beispiel die Störung, die Angst vor Verantwortung ist auch eine Krankheit. Nur dass mit Krankheit dies nicht geht. Wenn zum Beispiel deine Hände oder Beine nicht funktionieren durch Krankheit. Aber wenn du auch keine Verantwortung übernimmst, ob sie funktionieren, was nützen sie dir? Die Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, Krankheit, unfähig, ständig in guter Laune zu sein, das sind die Hauptstörungen im Leben. Das Göttliche kann dich jeden Moment in gute Stimmung versetzen. Es kann dich einfach so von Störungen oder Stress befreien. In jedem Moment. Dein Selbst kann unglaubliche Ekstase in dir kreieren und dich in eine höchste Stimmung versetzen in einer Sekunde. Sogar wenn du in der schlimmsten Depression steckst, kann dich das Göttliche von einer Sekunde auf die andere mit Energie versorgen und dich in Ekstase bringen. All diese Gedanken und Verhaltensmuster sind wie Steine, Felsen, die im Fluss liegen. Nur wenn der Wasserspiegel tief ist, sieht man die Felsen im Freien. Wenn das Wasser überfließt, flutet, werden die Steine nie bemerkt. Ebenso, wenn die Energie in dir überfließt, siehst du die Muster nicht. Sie sind alle versunken. Die Steine im Meer stören das Meer nicht. Steine im flutenden Wasser sind nie gefährlich für dich. Aber wenn das Wasser sinkt, sind die Steine gefährlich. Wenn dein Energielevel sich verringert, wird das Muster gefährlich. Das Göttliche kann dir in diesem Moment Energie einflößen und dich aus all deinen Mustern befreien. Leiden, Depression, das Göttliche hat eine Kapazität zu heilen. Unglücklicherweise respektierst du dies nicht als Kapazität. Du kämpfst ständig mit dem Außen, um deine Probleme zu lösen. Wie zum Beispiel, wenn du Fieber hast. Wie viel Zeit benötigst du, um die Medizin zu holen und einzunehmen? Es braucht viel weniger Zeit, um deinem Innern zu sagen, bitte heile mich. Du hast eine unglaubliche Apotheke in dir drin.
aber du gehst heraus, um eine Apotheke zu suchen. Ein Wunderbaum befindet sich in deinem Innern, das Göttliche. Es ist schade, dass du dich nicht mit ihm verbindest, in jedem Moment. Ständig versuchen wir, all unsere Probleme nur mit äußeren Lösungen zu eliminieren und glauben oder vertrauen nicht darauf, dass die Lösungen innerlich gefunden werden können. Innerlich hast du die Möglichkeit zur Lösung. Dort liegt das Problem. Weder vertraust du darauf, noch arbeitest du daran, dass die Lösung innerlich möglich ist. Wenn du nach innen schaust, innerlich arbeitest, können weit mehr Dinge einfacher und schneller gelöst werden. Das Leben wird leichter und interessanter. Das ist das Wichtigste. Bitte verstehe. Das Leben muss mit viel Enthusiasmus und Freude gelebt werden. Den Fachausdruck, den ich verwende, verwende ich den Fachausdruck Leben, das Göttliche. Das heißt, kraftvoll genug, um all deine physischen und mentalen Ursachen ohne Zeitverzögerung zu heilen. So einfach. Das ist der erste Ausdruck. Zweitens, dein Verhalten, ständig zu glauben, die Lösung läge nur in der äußeren Welt, äußere Entscheidungen, das nennt Gott das Extravertierte. Drittens, diese extravertierte Tendenz hält dich davon ab, die Probleme oder Muster an deren Wurzeln zu lösen. Auf ganz einfache Weise. Gott hat eine der größten Wahrheiten des Lebens erläutert. Manchmal denken unsere Leute hier, hey, was bringt es, wenn ich hier sitze, die Augen schließe, mich aber nicht konzentrieren kann zu meditieren? Auch wenn du dich nicht konzentrieren kannst, auch wenn du nicht in der Lage bist zu meditieren, sitz einfach da mit geschlossenen Augen. So wartest du auf die Lösung aus der richtigen Richtung. Wenn du dich nur ständig mit dem Äußeren verbindest, mit der Außenwelt, sei dir im Klaren, dann verstehst du die Lösung der richtigen Richtung nicht. Auf die Lösung aus der richtigen Richtung zu warten, ist großartig. Obwohl du dich nicht konzentrieren kannst, sitze einfach. Jeden Tag zu einer bestimmten Zeit, verbinde dich mit deiner Innenwelt. Dort liegt jede Möglichkeit, jedes Problem, so schlimm es auch sein mag, von deinem Innenleben gelöst zu werden. Von deinem eigenen Innern. Wenn du das Leben im Innern erlebst, fühlst du das Innenleben überall. Ich sage dir, wenn du einen kleinen Einblick des Lebens außerhalb deiner Form erhaschen kannst, ist das Ekstase. Wenn du das Leben außerhalb deiner eigenen Form nicht wahrnimmst, bist du ein armer Kerl. Das ist die größte Armut. Armut ist die Anzahl der Körper und Räume, wo du das Leben spüren kannst. Armut hängt von der Anzahl Orte und Räume ab, in welchem du das Leben spürst. Das nennt Gott Erweiterung
Ausdehnung passiert nur dann, wenn du versuchst, Lösung mit deiner inneren Energie zu finden, deinem inneren Leben. Wachstum hat nichts mit äußeren Lösungen zu tun. Wenn du dich damit beschäftigst, die Lösung im Außen zu finden, wenn du dich damit beschäftigst, die Lösung im Außen zu finden, ist Wachstum schlicht nicht möglich. Wachstum entsteht nur, wenn du versuchst, dich innerlich zu verbinden mit deinem Göttlichen. Wenn das Göttliche zur Quelle deiner Gesundheit, Freude und Inspiration wird, passiert die Erweiterung ganz einfach. Das Leben außerhalb deiner Form zu erleben, ist Reichtum. Das Problem ist, sogar in der eigenen Form erleben die Menschen das Leben nicht. Verbinde dich mit deinem inneren Leben. Nein, ich sage dir, ich sehe Menschen so unsensibel, nicht mal lebendig in ihrem eigenen Körper. Das Problem ist, schau, dein Körper ist ein großer Campus, wo sich dein Haus, dein Warenlager, dein Sekretariat, deine Kommandozentrale, dein Personal und alles weitere befindet. Aber unglücklicherweise meinst du, dein Körper sei nur dein Haus. Für Bürokratie und Entscheidungen müsstest du nach außen gehen. Du denkst, dein Körper sei nur Haus. Für alles weitere bräuchst du äußere Hilfe. Es ist nicht so. Dein Körper besitzt einen inneren Spital, ein inneres Haus, alles im Innern. Dein Körper hat seine eigene Apotheke. Du brauchst nur etwas zu verschreiben. Dein Körper hat sein eigenes Krankenhaus, um eine Strategie zu entwickeln, um von allen Problemen befreit zu werden. Du brauchst nur den Befehl zu geben und er löst das Problem. Alles im Innern. Dein Körper ist die Miniatur des Kosmos. Es ist so schade, dass du denkst, er sei nur dein Haus und wäre zu nichts anderem zu gebrauchen. Das ist höchst unfair. Das ist das richtige Wort dafür, unfair. Denn die Gesellschaft hat dich nicht die Wahrheit gelehrt. Du hast alle Schätze in dir drin, aber dir wurde ständig beigebracht, du seist ein Bettler. Die Menschen, die dir beigebracht haben, dass du ein Bettler seist, sind Kriminelle. Dein Körper ist nicht nur dein Haus. Er ist ein riesiger Strategieplanungsmechanismus. Sitze mit deinem Körper, sitze mit deinem eigenen Innern. Das kann das ganze Problem lösen. Ob es nun um körperliche Krankheit, geistige Stimmungsschwankungen, um psychologisch bedingte Leidensmuster oder um fehlende Kreativität zur Lösung von Problemen geht. Kreativität, Führungsqualität, alles wird kommen, wenn du dich mit deinem Innern verbindest. Somit ist die Essenz dieses Verses folgende. Höre mit dem Verhalten auf, die Lösungen äußerlich im Außen finden zu wollen. Hör auf mit Outsourcing.
पुरुषस्त्वमाद्यो व्यक्तेन रूपेण ततं त्वयेदम् कृपाकटाक्षं कुरु देव नित्यम्. Welcome to Inner Awakening, a 21-day retreat which prepares you for an extraordinary way of existing. Inner Awakening integrates the body, mind and spirit and is aimed at awakening all components and dimensions of living enlightenment or Jivan Mukti in you. The whole thing which we are going to do in these 21 days can be classified as three parts. One, technical knowledge, means introduction to the concept or to the truth, ideologically clearing the doubts and inspiring you. Second thing, technique, exactly the process which you are required to do. The third is the energy process, awakening the dimensions of you which is unknown to you. Each day starts with yoga, which sculpts the body for holding and expressing higher energies. A disc that was on the verge of rupturing, and I was a little bit nervous. I thought my back pain would kick up during all of the yoga, etc. We had some meditation sessions with Swamiji, and through that process we talked about building a yogic body, and that our body would change. And I was like, okay, well, let's see what happens. And that's exactly what had changed for me, for my back pain. Completely gone, completely gone. Next morning getting up, no pain. I'm like, okay, this is strange. Wanting to just stand and stretch out my arms and feel the breeze go through my body. And I thought, what is this? This is different. Caring for the body includes eating healthy vegetarian food, which keeps the body and spirit fresh and alive. I had actually been at least 30 pounds overweight. So I ate very healthily, ate 3 times a day, and ate full meals, but I ended up losing 30 pounds, and I wasn't overworked. I was just very relaxed, very happy, but still, I lost 30 pounds just from, I think, being happy. New dimensions of understanding are awakened as Nityananda reinterprets traditional Vedic wisdom in the light of modern living. When I am saying, let's start, more action. Again I am saying, stop the mind so that less thought, more action will happen through your body. See, less thought and less action is inertness, dullness, dumbness. More thought, more action means restlessness. Less thought, more action is Jivan Mukti, living enlightenment. No matter how much responsibility I have, I don't feel stressed, I feel relaxed and I'm able to do it in an easy, joyful manner. You don't need to remember all the things which I am uttering. Please understand. Wherever you have problem, that truth will hit you there, and the truth which you need will get recorded inside. Other things will not even go inside you. No need. It's okay to just be myself and be in flow with life and go to the tune of my own drum, so to speak. So there's so much more I could say about this, but I don't think there's enough film in the world. Life is liberation. Life is for freedom. Life is for consciousness. Life is for joy. Just basically brings you back home to
to who you are inside. And that's something I'll carry with me the rest of my life. Enjoy lively interactive sessions with the Master, or just be still and find your questions answered even before they are asked. What is the most important thing in my life? I was questioning all the time. Purpose of life, important thing in your life. Why do we live? I mean, most of the people, including me, I didn't know what I wanted. Just I wanted to know what I want. That's why I was just searching and searching. If you just renounce being too much bothered about what is happening in the 6 feet, you will simply know what is happening in the whole. Renounce the 6 feet and enjoy the whole. Tena tyaktena munjita makrita kasya sviddanam. The vast canopy of the sacred banyan tree at the ashram encloses a space resonant with healing energy. Spending time with oneself under the 1,000-year-old tree is a meditation in itself. The experience there it just takes you to a different dimension beyond the simple thoughts, verbalization in the inner space. So to be there is really to be out of time. So that's the experience with this energy field here. Of all the meditation techniques you will learn here, the ultimate is the Upanishad, the silent sittings in the presence of the Master. In these moments of silent communion, the transmission of the light happens effortlessly from being to being, untouched by the doubt and dilemmas of the mind. I've spent a lifetime looking for spiritual growth, looking for enlightenment, walking a spiritual path, walking a spiritual journey. And I've walked it for over 50 years, and it hasn't been satisfying yet or found yet until I found this program, until I found Swamiji. Ekam sat vibra bahuda vadanti. So, truth is one. Sages, people who experienced, call it in many names, different paths, different techniques, different methods, and finally we are very clear, each tradition is sacred and unique. Understand? I am not saying all religions are equal. I am saying all religions are unique. I had a really competitive spirit, and there was nothing unhealthy about that, but what happened was I would achieve something, but then I would feel unfulfilled with it. And then, so I'd achieve more and more and more, and even the bigger things that I would achieve became less and less fulfilling for me, paradoxically. Life is your choice. It is one giant choice. There's a choice to take birth, there's a choice to live exactly the way you want. The choice is yours. If any thought comes, that thought comes because of the choices you made. Unclutch from that. Then, first of all, unclutch from the language choice. Do not allow any thought to come up in languages which you know. Then over. You chose to live the way you wanted to live. You're living it. And if you want to choose to live a different way, choose a different way. It's no problem. Just make a choice and it'll happen. Rediscover ancient rituals and customs that reveal the science behind tradition. Swamiji provided so many intimate moments with each of us. And when he puts his thumb on your forehead, it's nothing and everything in one moment. The 21-foot Shivalinga and the healing tank below form the perfect backdrop to twilight sessions with the Master. Often, meditation flows into celebration with midnight campfires, music, and much laughter.
happy in any situation, in any case. And work is not a work anymore. It's a beautiful opportunity to experience life in its fullest. Greatest gift you could make really to yourself. It goes so far beyond. It reaches your very deepest being. Intense joy, calm, happiness. The slightest chance to attend this program, please do. Take this time for yourself. One of the most amazing, enlightening masters that has walked this planet. In an instant, everything and anything is possible and for you. I am giving you the option and choice to look inside the consciousness of an incarnation. Thousands have already discovered an effortless way to conflict-free, blissful and enlightened living. Now, it's your turn. Come, experience the direct guidance of a rare living enlightened master, Paramahamsa Nityananda, and let the inner awakening happen in you.